Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Seien Sie herzlich gegrüßt zu unserem Abendgebet. Wir sind hier in der Kirche, Sie sind zu Hause. Wir sind miteinander verbunden. Wir wollen beten, singen, den Tag bedenken und Ihnen Gottes gute Hände zurücklegen. An der Orgel begleitet uns Herr Reichert. Mein Name ist Regine Birke. 398, in dir ist Freude, soll unser erstes Lied sein. Wir singen beide Strophen. Und das zweite Lied wird sein, Vertraut den neuen Wegen, die Nummer 395. Wir singen auch wieder das ganze Lied, das sind 3 Strophen. Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich auf uns herab, dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tagesschein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. Amen. In dir ist Freude in allem Leide. Lassen Sie uns miteinander singen, die Nummer 398. Worte aus dem ersten Brief an die Korinther, aus dem 15. Kapitel.
Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Und Worte aus dem Psalm 9 für den heutigen Dienstag nach dem Osterfest. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Der Herr wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker regieren, wie es recht ist. Darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du verlässest nicht, die dich, Herr, suchen. Dazu habe ich in meinem täglichen Losungsbuch Worte von Wilhelm Wilms gefunden. Zu Ostern kommt eine wunderbar erfreuliche Botschaft an unser Ohr und in unsere Häuser. Wir, die dem Tod geweihten, die nichts mitnehmen können am Ende, bekommen gesagt, dass wir mit Jesus Christus, dem Auferstandenen, zu einem neuen und wunderbaren Leben mit auferstehen werden. Dass unser Leben nicht durch den Tod vernichtet wird, sondern verwandelt und vollendet. Keine schönere Botschaft kann uns mitgeteilt werden. In solcher Botschaft mündet der Sinn unseres ganzen Lebens. Alle Freuden, alle Leiden, alle Schmerzen, alle Krankheiten, alle Kreuze, alle Verzweiflungen und Ausweglosigkeiten. Alles mündet darin. Ostern ist der Ausweg aus aller Dunkelheit und allem Schmerz. Ein neues Leben beginnt. Ich weiß wohl, dass das die eine Seite ist, die wir bedenken und die uns auch hoffnungsfroh stimmt und unsere Zuversicht stärkt. Und wir brauchen das in Tagen, in denen wir heute leben, seit Wochen, wo unser Leben so ganz umgedreht ist, ganz umgekehrt, ganz anders als sonst. Und doch so viel Hoffnungsfrohes Neues auch zu hören, zu spüren, zu lesen ist. Und manchmal gibt es in diesen Zeiten auch Momente, wo wir Entscheidungen treffen müssen. So etwas steht auch gerade hinter mir, mich zu entscheiden, was ich wollte. Und als ich da noch am Abwägen war, da fiel mir eine Geschichte ein, die ich einmal zu Weihnachten gelesen habe, hier in der Kirche. Als die Menge der himmlischen Heerscharen über den Feldern von Bethlehem jubelte, Ehre sei Gott in den Höhen und Friede auf Erden unter den Menschen, hörte ein kleiner Engel plötzlich zu singen auf. Obwohl er im unendlichen Chor nur eine kleine Stimme war, machte sich sein Schweigen doch bemerkbar. Engel singen in geschlossenen Reihen, da fällt jede Lücke sogleich auf. Die Sänger neben ihm stutzten und setzten ebenfalls aus. Das Schweigen pflanzte sich rasch fort und hätte beinahe den ganzen Chor ans Wanken gebracht. Wenn nicht einige unbeirrbare Großengel mit kräftigem Anschwellen der Stimmen den Zusammenbruch des Gesanges verhindert hätten. Einer von ihnen ging dem gefährlichen Schweigen nach. Mit bewährtem Kopfnicken ordnete er das weitere Singen in der Umgebung und wandte sich dem kleinen Engel zu. »Warum willst du nicht singen?«
fragte er ihn streng. Er antwortete: Ich will ja singen. Ich habe meinen Part gesungen, bis zum Ehre sei Gott in den Höhen. Aber als dann das mit dem Frieden auf Erden unter den Menschen kam, da konnte ich nicht mehr weiter singen. Auf einmal sah ich die vielen römischen Soldaten in diesem Land und in allen Ländern. Immer und überall verbreiten sie Krieg und Schrecken, bringen Junge und Alte um und nennen das römischen Frieden. Und auch wo nicht Soldaten sind, herrschen Streit und Gewalt. Fliegen Fäuste und böse Worte zwischen den Menschen und regiert die Bitterkeit gegen Andersdenkende. Sogar dieses Paar mit dem neugeborenen Kind musste wegen der Militärsteuer nach Bethlehem ziehen. Und wer weiß, was die Menschen mit diesem Kind noch machen werden. Weißt denn du es? Unterbrach ihn der Großengel. Nein, ich weiß es nicht und kann es nicht voraussehen, erwiderte der Kleine. Aber das, was ich sehe, genügt mir. Es ist nicht wahr, dass auf Erden Friede unter den Menschen ist, und ich singe nicht gegen meine Überzeugung. Und er zeigte ein trotziges Gesicht. Einige seiner jüngeren Nachbarn riefen laut Beifall. Schweigt, vielmehr singt, rief der große Engel ihnen zu und nahm den jungen Rebellen zur Seite. Dort sprach er ihm zu: Du willst also wissen, was Friede ist? Du lässt zu, dass ein friedloser Gedanke durch dein Gemüt zieht und steckst andere mit deiner Unruhe an? Du brichst die Harmonie unseres Gotteslobes und störst die Einheit der himmlischen Welt, weil dir der Unfriede der menschlichen Welt zu schaffen macht? Du verstehst nicht, was in dieser Nacht in Bethlehem geschehen ist und willst die Not der ganzen Welt verstehen? Der kleine Engel verteidigte sich. Ich behaupte nicht, alles zu verstehen, aber ich merke doch den Unterschied zwischen dem, was wir singen, und dem, was auf Erden ist. Er ist für mein Empfinden zu groß und ich halte diese Spannung nicht länger aus. Der große Engel schaute ihn lange schweigend an. Er sah wie abwesend aus. Es war, als ob er auf eine höhere Weisung lauschen würde. Dann nickte er und begann zu reden. Gut, du leidest am Zwiespalt zwischen Himmel und Erde, zwischen der Höhe und der Tiefe. So wisse denn, dass in dieser Nacht eben dieser Zwiespalt überbrückt wurde. Dieses Kind, das geboren wurde und um dessen Zukunft du dir Sorgen machst, soll unseren Frieden in die Welt bringen. Gott gibt in dieser Nacht seinen Frieden allen und will auch den Streit der Menschen gegen ihn beenden. Deshalb singen wir, auch wenn die Menschen dieses Geheimnis mit all seinen Auswirkungen noch nicht hören und verstehen. Wir übertönen mit unserem Gesang nicht den Zwiespalt, wie du meinst. Wir singen das neue Lied. Der kleine Engel rief: Wenn es so ist, so singe ich gerne weiter wieder mit. Der Große schüttelte den Kopf und sprach: Du wirst nicht mitsingen, du wirst einen anderen Dienst übernehmen. Du wirst nicht mit uns in die Höhe zurückkehren. Du wirst von heute an den Frieden Gottes und dieses Kindes zu den Menschen tragen. Tag und Nacht wirst du unterwegs sein.
Du sollst an ihre Häuser pochen und ihnen die Sehnsucht nach ihm in die Herzen legen. Du musst bei ihren trotzigen und langwierigen Verhandlungen dabei sein und mitten ins Gewirr der Meinungen und Drohungen deinen Gedanken fallen lassen. Du musst ihre heuchlerischen Worte aufdecken und die anderen gegen die falschen Töne misstrauisch machen, damit die wahre Meinung zum Vorschein kommt und sie erschrecken. Sie werden dir die Tür weisen, aber du wirst auf den Schwellen sitzen bleiben und hartnäckig warten. Du musst die Unschuldigen unter deine Flügel nehmen und ihr Geschrei an uns weiterleiten. Du wirst nichts zu singen haben, du wirst viel zu weinen und zu klagen haben. Der kleine Engel war unter diesen Worten zuerst noch kleiner, dann aber größer und größer geworden, ohne dass er es selber merkte. Er wollte sich gegen diese schwere Aufgabe auflehnen, aber der andere Engel sagte: Du hast es so gewollt. Du liebst die Wahrheit mehr als das Gotteslob. Dieses Merkmal deines Wesens wird nun zu deinem Auftrag. Und nun geh. Unser Gesang wird dich begleiten, damit du nie vergisst, dass der Friede in dieser Nacht zur Welt gekommen ist. Während er noch redete, brach er von einer Palme einen Zweig und hauchte darauf. Und er sprach: Nimm diesen Zweig mit dir. Er bewahrt den Geruch des Himmels und wird dich in den menschlichen Dünsten stärken. Dann ging er an seinen Platz im himmlischen Chor zurück und sang weiter. Der Engel des Friedens aber setzte seinen Fuß auf die Felder von Bethlehem. Er wanderte mit den Hirten zu dem Kind in der Krippe und öffnete ihnen die Herzen, dass sie verstanden, was sie sahen. Dann ging er in die weite Welt und begann zu wirken. Angefochten und immer neu verwundet tut er seither seinen Dienst. Und er sorgt dafür, dass die Sehnsucht nach dem Frieden nie mehr verschwindet, sondern wächst. Menschen beunruhigt und dazu antreibt, Frieden zu suchen und zu schaffen. Wer sich ihm öffnet und ihm hilft, hört plötzlich wie von ferne einen Gesang, der ihn ermutigt, das Werk des Friedens unter den Menschen weiterzuführen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Amen. Vertraut den neuen Wegen. Lassen Sie uns das miteinander singen, die Nummer 395, alle 3 Strophen.
Wir beten. Gott, wir danken dir für einen neuen Tag. Wir danken dir, dass du uns begleitet hast, dass du unser guter Hirte bist, Gott. Danke. Es ist viel, was uns bewegt und auch manches, was uns umtreibt an Ungewissheit in diesen Zeiten. Wir hören aufmerksam die Nachrichten und immer wieder neue Erkenntnisse, neue Regeln, neue Überlegungen, wie umzugehen ist mit dieser Situation, die eine Bedrohung für die Menschen weltweit ist. Wir nehmen Zahlen wahr, dass Menschen geheilt sind und danken dir. Wir denken an Menschen, die noch kämpfen um ihr Leben, um ihre Gesundheit, die bange sind in ihrem Herzen, die sich fürchten. Gott, wir sind nicht weit davon, auch wenn wir verschont sind und es uns gut geht. All das, Gott, ist brüchig und wir danken da, wo du uns Stütze und Hilfe bist, wo du Menschen rettest und wo du uns verschonst, Gott. Wir denken an so viele Menschen, auch in fernen Ländern, Gott, wo immer noch Krieg ist, wo Unfriede herrscht, wo Menschen auf der Flucht sind, wo sie unter unmenschlichen Bedingungen leben müssen. Es beschämt uns auch, Gott, und es macht uns traurig. So lass uns doch mit der Situation, wie wir sie hier jetzt vor Ort haben, so viel Kraft haben, dass wir denen Zuversicht schenken können und weitergeben, auch durch unsere Fürbitte und das Gebet an dich, Gott, dass du alle, die auf dich hoffen und vertrauen mögest, stärkst und die verzagt sind und nicht beten können, deren Mund verstummt ist, Gott, schenke ihren Herzen diesen Funken der Sehnsucht nach dir, der sie wieder entfacht, dass sie warm werden, dass sie Orientierung haben, dass wir alle dich wieder als deren Hirten erkennen, der es gut mit uns meint, der uns den rechten Weg weist, der uns einen Tisch deckt, der uns voll einschenkt, Gott. Lass uns dieses Vertrauen wieder alle zu dir lernen und lass uns dir darbringen in der Stille das, was uns ganz persönlich bewegt. Und alles Unausgesprochene und Unaussprechliche, Gott, verbinden wir mit den Worten, die uns Jesus Christus gelehrt hat, und beten: Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Und so segne uns Gott, der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
wünsche Ihnen allen hier in den Häusern des Johannesstifts einen guten Abend und eine gesegnete Nachtruhe und allen anderen, die uns empfangen haben, auch. Bleiben Sie behütet und gesund.